Hallo ihr lieben Wassermänner, hier kommt eure Nachricht für das Kollektiv der Wassermänner. Ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Und es geht los. Das sind vielleicht offene Fragen. Situationen, die Klarheit brauchen. Das kann jetzt hier im Bereich der Freundschaften sein oder in den Werten. Ne? Was hat man so für Werte? Was ist einem wichtig? Zum Beispiel Ehrlichkeit. Ich sehe hier, dass Zweifel ausgeräumt werden. Es kann jetzt zum Beispiel sein, in einer Geschwistersache, in einer Sache mit euren Arbeitskollegen. Mit Tieren kann es am Ende auch sein, man würde hier sehen Hund oder Katze. Ich sehe eine sehr schöne Energie, die Glück mitbringt ein bisschen, und wir haben Sterne und Mond, Sonne beieinander. Ne? Das ist das doppelte Ja, das man für etwas kriegt, die Wunscherfüllung plus. Etwas, was euch sehr regenerieren lässt. Ich habe bei euch eine sehr große Angebundenheit, die zurückkommt, eine große Stabilität, und jetzt habt ihr hier noch die Wunscherfüllungskarte. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon lege, aber ist es nicht so, dass die Wassermänner, die letzten Botschaften, immer die begünstigsten waren? Ich meine. So, dann habt ihr außerdem Hindernisse im Beruf, die ihr hier gut überwinden könnt. Es können Aussprachen sein mit Kollegen, mit Vorgesetzten. Das kann auch für einen oder anderen bedeuten, dass sie selber einen höheren Posten kriegen, dass sie kreative Energien am Beruf haben, dass sie sich beruflich irgendetwas so erschaffen, wie es ihnen auch dient. Alles, was hier hinderlich ist, wird beendet. Man sieht auch Frühjahrsenergie. Hier ist sehr viel Aufklärung, Minimierung von Stress. Die einen oder anderen haben hier ein Thema, wo sie das verbindliche Geld klären, regeln, Gespräche haben über finanzielle Verbindlichkeiten. Das kann jetzt hier auch innerhalb der Familie sein oder Gelder von Familien betreffen. An sich ist es so, dass ich hier habe, dass ihr irgendwo in ein finanzielles Thema auch Frieden reinbringt. Es liegt sehr nah am Beruf dran, vielleicht auch über den Beruf selbst. So, dann habe ich, dass der ein oder andere eine Verstrickung hinter sich lassen kann oder irgendwo auch entschleunigt, wo er sehr viel unterwegs war oder auf Umwegen gefahren ist. Es ist definitiv auch ein Mutterthema, dass man ja mehr hinter sich lässt. Ne? Man guckt hier in sein eigenes Ding rein. Das ist hier wieder die Liebe. Ich habe hier unten keinen Platz mehr, deshalb lege ich es hier rein. Ich habe Herzöffnung. Ich habe, dass ihr euch sehr stark anguckt, eure Sachen, die aus dem Bereich Herzensangelegenheiten, Wünsche, Träume, Sehnsüchte zu tun haben, und dass ihr das auch nach außen transportieren könnt, was ihr vielleicht vorher mit euch selber ausgemacht habt. Ihr habt hier die Veränderung dran, karmische Veränderung, karmische Entscheidungen, neue Wege. Die Wege hier sind sehr minimierend, das heißt, ihr könnt irgendwo einen Gang runterfahren, ihr könnt einen Schmerz hinter euch lassen. Ihr habt so ein bisschen mehr Einblick, warum ist irgendwie was auf meiner Lebensreise so passiert, wo sind meine Wunden. Aber ich habe hier auch tatsächlich, dass das Leben euch hier ruckzuck einen neuen Partner präsentiert. Möglicherweise haben die einen oder anderen auch das Ding, dass sie zusammenhalten müssen oder zusammen einen neuen Weg finden, weil das Schicksal irgendwo zuschlägt oder ja, zuschlägt ist jetzt blöd, ne? Einem eine Herausforderung stellt. Für einen oder anderen kann es auch sein, dass sie tatsächlich einen Schatten oder eine melancholische Situation im Bereich der Partnerschaft, Liebe überwinden können. Aber ich habe auch schon so, dass ihr nochmal aufgezeigt kriegt. Ne? Also es können Triggerpunkte sein oder Grübeleien, schlaflose Stunden. Hier ist emotionaler Austausch.
Hier kann auch sein, man verarbeitet Konflikte oder man trägt etwas aus, bei dem zwei verschiedene Meinungen haben. Ja, hier oben sind die offenen Fragen und hier unten eröffnet sich das Geheimnis, das Wissen geht auf. Es geht bei euch sehr viel ums Kommunizieren, das heißt Aussprachen, Gefühle nach außen transportieren. Da darf auch mal gestritten werden oder was ausdiskutiert, das ist ja gar nicht so schlimm, das gehört eben dazu. Das können jetzt hier Meinungsverschiedenheiten sein oder Sachen, die bewusst verschwiegen wurden. Ja, hier ist ja immer auch so der Fuchs, spürt vielleicht, dass etwas nicht so ganz ehrlich ist. Hier unten sieht man es. Gleichzeitig sieht man, dass hier sozusagen die Wurzel, dass hier viele Emotionen auch sind. Die können jetzt mit Kindern zu tun haben, mit Kinderthemen oder mit diesem Gefühl, ich muss als Kind alles alleine wuppen oder musste. Möglicherweise gibt es auch in Paarkonstellationen irgendwelche Sachen, die über die Kinder ausgetragen werden. Hier sieht man zum Beispiel, wenn du selbstständig werden möchtest, einen kleineren Durchbruch. Natürlich gilt es auch für das Thema unabhängig sein. Wenn ihr irgendwas mit den Ämtern oder Behörden habt, das können jetzt hier die Behörden der Gesundheit sein, also Krankenkassen, Rentenkassen, Pflegegeld, Zeug, sowas alles. Und dann lasst euch hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Man sieht so zwar einen emotionalen Konflikt oder auch Grübeleien, aber man sieht hier auch, wenn die Papiere oder die Sachen über den Tisch gehen, dann kriegt ihr hier die Möglichkeit, ein Ergebnis zu haben, das euch sehr entspricht. Ihr lasst hier viel hinter euch, was aus den Kindertagen mitschwingt. Und es geht bei euch um das Thema Selbstzufriedenheit. Ne? Hier ist es so, ne, dass ich bin für mich, ich bin unabhängig, ich habe vielleicht ein offenes Herz, aber ich kann auch mich um meine Dinge alleine kümmern. Der Hamster bringt auch Freiheit, er bringt Authentizität, er ist so, wie er ist und er ist zufrieden damit. Der Hamster kann seine Lebensweise verschiedenen Bedingungen anpassen. Denkt auch dran, der Hamster bunkert ja in seinen Backen. Er sorgt dafür, dass er in Zukunft etwas hat. Und er folgt seinem eigenen Weg. Es ist auch so, dass er unter der Erde ist. Also da ist sowas wie, ich ziehe mich zurück oder ich besinne mich auf mich selbst. Es ist jetzt hier auch nicht der Auftritt, wo man auf die Bühne geht und ins Rampenlicht, sondern man ist so mit sich, man genießt das Leben, man ist zufrieden mit dem, was man hat. Man wird hier natürlich auch belohnt. Auch bei euch sehe ich große Angebundenheit, ne? Ans Krafttier, die Geistführer, die Ahnen. Und das ist so auch ein Ankommen wieder bei sich selbst irgendwie. Ne? Man ist hier wieder auf seinem eigenen Weg, man findet sich selbst okay und aus diesem Grundbaustein kann alles wieder neu genesen oder neu angelegt werden. So, dann für die Wassermänner der Glücksimpuls. Es könnte abenteuerlich werden und wir haben Amors Pfeil könnte dich treffen. Also wenn es allzu abenteuerlich wird, genießt Auszeit, zieht euch immer wieder zurück. Hier sieht man ja auch die Liebe, die Beziehungsthemen. Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass euch auch ein neuer Weggefährte, ein neuer Lebensgefährte geschickt wird oder sowas alles. Oder dass tatsächlich der Liebesbereich wieder mehr belebt wird. Ihr lieben Wassermänner, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.